Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ist, wenn der Mensch wieder ein lebensbejahender Mensch ist, wieder die Erfüllung im Leben spüren kann und auch wieder zurückkommt in diese göttliche Ordnung. Also es war eigentlich so, dass ich in einer Zeitschrift für astrologisches und geistiges Heilen eine Artikelserie fand, wo verschiedene Heiler abgebildet waren. Und unter anderem war dort auch ein Bild von Bruno Gröning. Und ich weiß noch wie heute, dass ich so mir alle diese Heiler mehr oder weniger anschaute. Aber dieses Bild von Bruno Gröning hatte eine enorme Ausstrahlung und eine enorme Anziehungskraft für mich. Und ich weiß noch ganz genau, dass es besonders die Augen waren. In dem Augenblick hatte ich das Gefühl, diese Augen gucken dir oder schauen dir auf den Grund der Seele. Und ich dachte, ja, wer ist das? Habe dann angefangen zu lesen und habe aber neben diesen Bildchen nur in Passbildgröße, also in kleinerer Passbildgröße, und habe da also nur eben so die Lebensdaten gesehen, 1906 geboren, 1959 verstorben. Und der nächste Gedanke war, ja, schade, er lebt nicht mehr. Aber wenn er noch leben würde, also da hättest du gerne irgendwie den Kontakt hergestellt, den Mann hättest du gerne einfach mal erlebt. Und dann habe ich das Ganze aber wieder vollkommen ad acta gelegt, weil er lebte ja nicht mehr und es gab auch keinen Hinweis auf irgendwie den Freundeskreis oder sonst eine Adresse, die angegeben wäre, gar nichts. Und dann habe ich das Ganze auch eigentlich wieder vergessen. Ja, und dann kam es aber so, dass ich ungefähr 3 Monate später dann beruflich nach Rosenheim kam. Und dort hatte ich dann eine Begegnung mit einer Frau, die direkt in der Traberhofstraße wohnte. Also ich kam direkt in das Traberhofviertel, aber nichts ahnend von irgendetwas. Ja, und dann traf ich dort diese besagte Frau und wir kamen ins Gespräch. Es war ein sehr nettes Gespräch. Wir waren uns irgendwie sehr vertraut von Anfang an. Und im Verlauf dieses Gespräches mit dieser Frau stellte sich dann heraus, dass sie also eben zum Freundeskreis gehört und auch in ihrer Wohnung sah ich dann wieder dieses kleine Bild, genau in der gleichen Passbildgröße, wie ich es zum ersten Mal in meinem Leben gesehen hatte, wenige Monate zuvor. Ja, und dann sagte ich natürlich, ja, wer ist das? Das Bild habe ich jetzt schon mal gesehen, vor einiger Zeit, den Mann kenne ich. Das Bild habe ich gesehen. Und dann sagte sie eben, das ist Bruno Gröning und erzählte mir dann von seinem Wirken am Traberhof. Und da war ich schon sehr erstaunt. Und hatte dann sofort das Gefühl, also da willst du irgendwie hin, da willst du mal schauen, wenn es da eine Möglichkeit gibt, vielleicht auch in meiner Region, im Frankfurter Raum, dann hatte ich sofort dieses Interesse, da Kontakt aufzunehmen. Ich bin dann vielleicht so ein halbes oder dreiviertel Jahr später dann in eine Einführung gegangen. Und am Ende dieser Einführungsstunde haben wir uns dann gemeinsam alle bei einer wunderschönen Musik auf diese Heilkraft eingestellt. Und Frau Weiß sagte, machen Sie jetzt Ihr Herz ganz auf und geben Sie alles ab, was Sie an belastenden Gedanken mitgebracht haben und nehmen Sie einfach nur diese Heilkraft jetzt auf und öffnen Sie sich dafür. Das tat ich und ich spürte ein wunderschönes Strömen, ein Fließen durch den ganzen Körper und es ging hier alles so in diesen Herzbereich hinein. Ich spürte richtig, wie sich hier im Herzen etwas weitete und ich hatte das Gefühl, das ist eine Liebe, in die ich mich eingehüllt fühlte. Und man kann es mit Worten eigentlich nicht beschreiben. Und dieses starke Empfinden, was ich da hatte, das hat mir sofort diese innere Sicherheit gegeben, dass hier eine Kraft am Wirken ist, die also nicht mit Worten zu beschreiben ist, die aber doch sehr mächtig sein muss. Dann habe ich Kontakt zu der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe bekommen und da interessierte mich dann eben auch, was geschieht dort. Ich bin ja von Beruf her ausgebildete Psychologin und das interessierte mich jetzt schon. Und deswegen habe ich dann auch mit Freude eigentlich relativ bald die Ärztegemeinschaftsstunden besucht. Und auch häufig, also eben dann auch eifrig die Berichte gelesen, die mir zugeschickt wurden mit dem Heft Weg zum Heil. Und dann nach kurzer Zeit wiederum wurde ich gefragt, ob ich die Kommentare gerne schreiben möchte, das heißt die psychologischen Stellungnahmen zu seelischen Heilungen,
die also im Freundeskreis geschehen sind, also Heilungen von seelischen Belastungen aller Art. Darunter fällt ja vieles, also der ganze Bereich von Depressionen, der ganze Bereich der Angsterkrankungen, natürlich auch der große Bereich von Suchterkrankungen, Alkohol, Drogen, Tablettenabhängigkeit, Nikotinabhängigkeit etc. Posttraumatische Belastungsstörungen, alle diese Bereiche wurden also dort eben, zu allen diesen Bereichen gab es dort eben Heilungen und das interessierte mich sehr und ich machte mich mit diesem Heilungsgeschehen insgesamt vertraut und durfte dann da eben über das Kommentieren auch viel erfahren, wie diese Heilungen auf geistigem Weg geschehen. Es gibt zum Beispiel einen wunderbaren Bericht, der mir gerade in den Sinn kommt. Zum Beispiel ein Mann, ich sag mal Mitte 55, litt über 35 Jahre unter schwerster chronischer Alkoholabhängigkeit, hat also seit dem 18. Lebensjahr, ich glaube 12 bis 17 Bier pro Tag zu sich genommen, noch in der Woche über gesteigert mit gelegentlichem Whisky. Und dieser Mensch hat natürlich auch im Laufe seiner Alkoholkarriere, würden wir sagen, viel Unglück erlebt. Also seine Ehe wurde geschieden, er erlebte den Verlust in der Familie und dies brachte ihm natürlich eine zusätzliche Bitterkeit und diese Bitterkeit eigentlich war dann so sein vorherrschendes Lebensgefühl. Und er trank immer weiter eben und es kam auch eben Depressionen dazu mit auch Suizidversuchen, mehrmaligen, die Gott sei Dank missglückten. Und ein Freund, der also um seine Lebenssituation wusste, brachte ihn dann in Kontakt mit dem Bruno Gröning-Freundeskreis. Dieser Mann wurde eingeführt in die Lehre Bruno Grönings, besuchte kurz darauf eine Tagung des Freundeskreises und erlebte auf dieser Tagung diese spontane Befreiung von dieser Alkoholsucht. Das heißt, es war kein Gedanke mehr da an die Sucht. Er hatte auch kein Verlangen mehr nach Alkohol. Es war ihm aber noch gar nicht so bewusst gewesen, weil er kam erst nach Hause, hatte dann einige Tage, ich glaube 3 Tage Schluckbeschwerden massive, durch die er also auch kaum etwas zu sich nehmen konnte. Und erst nachdem dieses wieder besser geworden war, wurde ihm so bewusst, dass er ja seit dieser Tagung quasi kein Alkohol mehr zu sich genommen hatte. Und so ist es dann eben auch dauerhaft geblieben. Und das lässt sich also jetzt vom psychologischen Gesichtspunkt her überhaupt nicht erklären, denn in Anbetracht der Dauer der Erkrankung, 35 Jahre stark alkoholabhängig gewesen, also in Anbetracht der Dauer und der Schwere dieser Alkoholabhängigkeit wäre hier nicht damit zu rechnen gewesen, dass da spontan sich die gesamte Situation zum Guten wendet und dieser Mensch spontan von diesem Verlangen nach Alkohol befreit wird. Und nicht nur das, es kehrte auch wieder die Lebensfreude in ihn. Das heißt, die gesamte seelische Befindsamkeit wurde von einem auf den nächsten Augenblick gewandelt. Er spürte wieder Lebensfreude, eine Tatkraft kehrte in ihn zurück, ein Mut. Ja, und er fühlte sich auch wieder der Natur und all den schönen Dingen im Leben zugewandt und konnte jetzt sein Leben eigentlich erst wirklich leben. Und das sind eben Heilungen, die mich immer auch als Psychologin, sage ich mal, sehr bewegen, weil sie zeigen, dass dieser göttlichen Kraft eigentlich keine Grenzen gesetzt sind. Diese Heilungsberichte haben eben auch mein Verständnis von den Begriffen Gesundheit und Krankheit tief beeinflusst, denn Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ist, wenn der Mensch wieder ein lebensbejahender Mensch ist, wieder die Erfüllung im Leben spüren kann und auch wieder zurückkommt in diese göttliche Ordnung. Und das war ja auch Bruno Grönings Mission, dass er sagte, ich will den Menschen wieder zurückführen auf den göttlichen Weg, vom Leidensweg hin auf den göttlichen Weg. Und dass dieses Erleben des Göttlichen ganz persönlich ist. Das heißt, dass, ich sag mal, Glaube und Unglaube keine
keine theoretischen Denkmodelle sind, dem man sich einfach so oder so zuwenden kann, sondern der wahre Glaube resultiert immer aus einer ganz persönlichen Beziehung zu Gott und zeigt sich eben in diesem besonderen Geschehen, das Menschen dann erleben, wenn sie sich dieser Kraft öffnen und Gott und Bruno Gröning um Hilfe und Heilung bitten. Das Besondere hier im Freundeskreis ist für mich eigentlich, dass ich mit jedem Jahr der Zugehörigkeit sagen kann, dass ein inneres Wachsen und Erkennen geschieht. Also natürlich auch in mir, und ich denke, das geht uns allen Freunden so. Das erleben wir auch an Freunden, die hier im Freundeskreis Aufgaben haben, die, egal in welchen Bereichen Aufgaben übernommen haben. Das erlebt man einfach an allen Freunden, die hier sind, dass es immer wieder um ein Erkennen geht, ein sich weiterentwickeln geht und auf ein Fortschreiten auf diesem geistigen Weg des Erkennens, der Gesetzmäßigkeiten, der Grundgesetzmäßigkeiten des Lebens. Und das ist eigentlich das, was mich hier hält, weil ich weiß, dass es diese übergeordnete Kraft und diese übergeordnete Ordnung gibt, von der Bruno Gröning sprach, und dass eben hier im Freundeskreis wir eigentlich eben wirklich im Innersten erleben können, was das ist, was in vielen Religionen zwar schon geschrieben steht, aber dass wir immer nur gehört haben, dass wir aber nie wirklich in uns erleben konnten. Das heißt, dass es hier für mich erlebbar wird, das göttliche Wirken an mir, in mir und in meinem Umfeld. Und dafür sprechen zum Beispiel auch viele Berichte, wenn ich nochmal einen exemplarisch herausgreifen darf, Fremdhilfen. Fremdhilfen, ein schönes Beispiel für Hilfen, wo sich jemand ohne das Wissen einer anderen Person auf die Heilkraft einstellt. Und es geschieht dann auch, dass diese Person befreit wird von einer jahrelangen Sucht, egal in welchem Bereich. Das belegt ja gerade, dass es hier nicht um irgendeine suggestive Kraft geht, sondern dass es eine wirklich existente Kraft ist, die eben hilft, ordnet und heilt. Nach meinem Empfinden würde ich sagen, ergänzt es sich auf wunderbare Weise. Ich würde es nicht als einander sich widersprechende Gegensätze betrachten. Die Schulmedizin und das Heilen auf geistigem Wege sollten sich eigentlich gegenseitig befruchten. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass hier im Freundeskreis auch noch mehr Psychologen, Fachkollegen eben dazukommen, sich wirklich auch vorurteilsfrei von diesem Heilungsgeschehen überzeugen können, um dann einfach zu wissen, dass es neben dem, neben dem hergebrachten schulmedizinischen oder psychologischen Wissen oder Kenntnisstand, den uns die Universitäten gelehrt haben, noch ein anderes Wissen gibt, ein uraltes Wissen, das uns eben hier wieder neu eröffnet wird. Wenn ein Freund zum Freundeskreis kommt und hat eine Belastung, und hat das Gefühl, er braucht noch ein Medikament, das er noch eine Weile nehmen sollte, dann wird ihm in keinem Falle abgeraten davon. Im Gegenteil, er wird auch angehalten, zum Arzt zu gehen, diesen den Verlauf der Heilung auch aus ärztlicher Sicht immer wieder bestätigen, also das heißt dokumentieren zu lassen und da einfach auch immer wieder darauf zu achten, wie er innerlich geführt wird. Also immer wieder wird der Mensch auf sich selbst zurückgeführt.